Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir nehmen euch heute mal mit auf einen Tagesausflug in die Phangar-Bucht. Egal, wo ihr in Thailand Urlaub macht, wenn es in der Nähe von Phuket, Krabi oder sogar Koh Lanta ist, dann werdet ihr wirklich an jedem Straßenstand Werbung sehen für diese Tagesausflüge. Und wir haben uns eine ganze Weile drumherum gedrückt und dann aber doch auch ein bisschen recherchiert und letztendlich so einen Ausflug gemacht und zeigen euch jetzt in diesem Video mal, was man da überhaupt erwarten kann, also wie unser Programm jetzt ganz genau ausgesehen hat, wie das mit der Verpflegung an Bord ist, ganz wichtig mit der Buchung, denn da gibt es riesige Unterschiede bei den Preisen und ziehen am Ende auch noch ein Fazit, ob sich das jetzt überhaupt lohnt oder nicht. Also, euch ganz viel Spaß und dann kommen wir mit aufs Boot. Wir wurden gegen 7:30 von unserem Hotel abgeholt und dann mit einem Minibus zum Ao Phuoc Pier im Nordosten von Phuket gebracht. Da gab es dann so ein kurzes Einchecken und auf dem Boot auch schon die ersten Snacks, also Tee, Kaffee, kalte Getränke, Kekse, ein bisschen Obst. Und dann sind wir in Richtung Phangar Bay gefahren. Die Tour, die wir gemacht haben, nennt sich auch Four Island Tour. Das heißt, wir sind vorbei an so super Luxusjachten erstmal in Richtung Phangar Bay geschippert und haben da dann 4 kleine Inseln angesteuert. Die erste, bei der wir waren, da lief das so ab, dass wir vom großen Boot aus in Kajaks umgestiegen sind und wir hatten eine Tour, bei der wir nicht selbst gepaddelt sind, sondern jemanden hatten, der das für uns gemacht hat. Das war für die erste Insel und den ersten Stopp auch total gut, denn da haben wir eine Höhle besucht, die komplett duster ist dann irgendwann. Also da gab es dann kein Licht mehr, da gab es nur noch ganz viele Fledermäuse und das hätten wir alleine auf alle Fälle nicht hinbekommen. Von daher war es ganz gut, dass wir da jemanden hatten, der unser Kanu gesteuert hat und das war aber total cool. Also überhaupt in einem kleinen Kanu unterwegs zu sein und dann auch so in diese Höhle reinfahren zu können. Also es war schon mal ein richtig, richtig cooler Start. Ja, und dann ging es weiter, wieder mit dem großen Boot, aber gar nicht lange, zur nächsten kleinen Insel. Und während man da so fährt, ist die Landschaft einfach großartig. Also diese ganzen Felsen und kleinen Inseln, die da so aus dem Wasser schauen, dichter dran und aber auch weiter weg, die sind so spannend. Und beim nächsten Stopp sind wir wieder in unser Kanu gestiegen. Dieses Mal waren wir da ein bisschen länger drin und ihr seht schon, wir waren da überhaupt nicht die Einzigen. Also das ist natürlich eine super beliebte Sache. Da sind ganz, ganz viele Veranstalter unterwegs und trotzdem ist die Natur so spektakulär, dass wir uns da absolut verliebt haben. James, unser Paddelbegleiter, hat uns dann noch aus einem Palmblatt, das er irgendwie aus dem Wasser gefischt hat, eine kleine Rose gebastelt. Das war total schön. Ja, und dann sind wir einfach wirklich, bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde da auf dieser Insel durch diese kleinen versteckten Buchten gepaddelt und fanden das wirklich, wirklich richtig klasse. Hier seht ihr jetzt mal das Boot, mit dem wir unterwegs waren. Das ist so ein Slowboat, ein großes. Und wir fanden das total gemütlich für den Tag. Also wir haben uns darauf sehr wohl gefühlt, uns ist nicht übel geworden, ganz im Gegenteil. Es war nicht zu laut, also das war für uns jetzt genau das Richtige. Und ihr seht aber auch schon, dass da wirklich, also in den einzelnen Buchten zu der Zeit, als wir da waren, immer auch noch so 4, 5 andere große Boote waren und dazu kamen dann nochmal auch Speedboats. Der nächste Stopp war dann ohne Kanus, also die Kanus gab es nur an den ersten beiden Inseln.
Und dann sind wir zu einer kleinen Insel gefahren, an der wir schwimmen konnten. Und zwar zu diesem winzigen Strand hin, den ihr da so seht. Also der ist jetzt so groß, dass da vielleicht 10 Leute nebeneinander stehen können. Was aber total spannend war, dass der komplett aus Muscheln bestand. Also da gab es keinen Sand unten drunter, es waren alles nur Muscheln. Und dieses Schwimmen können hat aber total Spaß gemacht. Also wir waren da schon auch lange. Wir waren da bestimmt eine Dreiviertelstunde, Stunde. Und man konnte auch Sub fahren. Das war richtig klasse. Also unser Boot hatte mehrere Subs dabei und man konnte da also einfach so rumpaddeln. Danach gab's dann das erste richtige Essen, nämlich das Mittagessen. Und ihr seht schon, es war so ein Buffet. Es gab vegetarische Varianten und aber auch welche mit Fleisch und mit Fisch. Und es war wirklich super lecker. Also es war komplett ausreichend. Es war sehr vielfältig, sehr abwechslungsreich und einfach toll in so einer Kulisse so ein super schönes Essen zu genießen. Unser letzter Stopp, der war dann so das Highlight der ganzen Tour und ich fand die Reihenfolge auch total klasse. Da sind wir nämlich zur sogenannten James Bond Insel gefahren. Also ihr seht das schon, auch die natürlich ist richtig beliebt und da sind wir von unserem großen Boot auf ein Longtail umgestiegen. Die Überfahrt dauert aber nur so 2, 3 Minuten, also es geht ganz schnell. Und dann fährt man da also mit dem Longtail auf die Insel, sieht da erstmal eine ganz beeindruckende Felsspalte, die ist wirklich riesig. Ja, und dann natürlich, da sind dann echt Leute über Leute. Also da ist es schon richtig voll. Ich glaube, das ist auch wirklich fast ganzjährig so, weil eben dieser Felsen in der Bucht, der ist so das Spektakuläre, denn 1974 landete Roger Moore als Geheimagent ihrer Majestät im Film Der Mann mit dem goldenen Colt genau vor der beeindruckenden Kulisse dieser Insel. Also 74 ist jetzt schon ein bisschen her, 50 Jahre, aber die Insel ist nach wie vor berühmt dafür. Und schon wirklich auch zu Recht. Also das ist wirklich nicht nur sehr, sehr schön da zu sein, sondern fühlt sich schon auch besonders an. Dann ging es mit dem Longtail wieder zurück auf unser großes Boot und dann gab es zum Abschluss am Nachmittag, als wir wieder auf der Rückfahrt waren, noch eine total schöne Überraschung. Da haben dann nämlich die Crewmitglieder, ihr seht das hier, so ganz typische kleine Kokospfannkuchen für uns gemacht an dieser Pfanne und man konnte dabei auch zuschauen. Die waren super lecker und das hat die Sache irgendwie am Ende dann nochmal total abgerundet. Gebucht haben wir das Ganze über Click2Go Thailand. Also die Seite kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr, egal wo ihr seid in Thailand, könnt ihr darüber, finde ich, ganz günstig eine große Anzahl von Ausflügen buchen. Also die lokalen Anbieter sind dann darüber vernetzt. Und wir haben uns entschieden für diese Tour hier, Panga Bay, James Bond Island mit einem Big Boat. Also nicht mit einem Speedboat. Und dann habt ihr da eben den ganz genauen Ablauf. Also ihr könnt schon im Vorfeld ganz genau nachschauen, was wird da alles so gemacht. Und vielleicht nochmal zu unserer Tour, also die jetzt hier ausgeschildert ist, hatte einen geringfügig veränderten Ablauf. Ich glaube, das macht jetzt am Ende nicht so viel, aber ich fand jetzt irgendwie unseren, so wie er dann am Ende wirklich war, schon richtig gut, dass man quasi erst mit den Kanus unterwegs ist, dann schwimmen geht, sich dann irgendwie auch nochmal umziehen kann vernünftig und dann halt auf der James Bond Insel ist. Ja, ihr seht auch, was alles mit dabei ist, also die Verpflegung, die Getränke an Bord, die gab es wirklich auch den ganzen Tag über kostenfrei. Also es gab Wasser und auch so quasi Softdrinks und war ein ganz stimmiges
Rundum-Paket. Wir hatten übrigens auch Passagiere mit an Bord, die doppelt so viel gezahlt haben wie wir, also weit über 3.000 Baht, weil die nämlich vor Ort erst gebucht haben. Also es macht, glaube ich, total Sinn, über dieses Portal zu gehen, zumindest nach der Erfahrung jetzt, so die wir gemacht haben. Da könnt ihr wirklich richtig, richtig Geld sparen. Unser Fazit sieht jetzt am Ende also so aus, dass sich das total gelohnt hat. Also das war so gut investiertes Geld. Wir hatten einen so schönen Tag. Das Programm war wirklich super abwechslungsreich. Es war alles mega gut organisiert. Wir wussten, das scheint auch nicht immer so zu sein, wir wussten wirklich auch die ganze Zeit, wo wir sind, was als nächstes passiert, wie so der ganze Tag strukturiert ist. Also wir würden die Agentur, mit der wir das jetzt gemacht haben, auch auf alle Fälle weiterempfehlen. Und ganz grundsätzlich lohnt sich die Tour schon. Na klar ist man nicht alleine, da sind auch noch ganz viele andere in der Region unterwegs. Das sollte man vorher wissen, um dann vielleicht nicht so enttäuscht zu sein. Aber insgesamt ist das auf alle Fälle lohnenswert. Also absolute Empfehlung von uns. Wenn euch das Video gefallen hat, vielleicht sogar ein bisschen geholfen, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Folgt dem Kanal, wenn ihr unsere weitere Reise durch Südostasien begleiten wollt. Und wir wünschen euch jetzt eine ganz schöne Woche und bis zum nächsten Video.